Hier käme es an die Heuwog. Das ist mitten in der Stadt. Das Projekt vom Zolli stößt auf Widerstand. Man könne heute nicht mehr Fisch in Massen in ein Aquarium stecken. Das sagt Vera Weber von der Fondation Franz Weber. Wir finden, dass im 21. Jahrhundert Meerestiere, Tausende von Fischen aus ihrem Lebensraum zu entreißen und nach Basel einzufliegen, einfach nicht mehr zeitgemäß ist und die falsche Umweltbildung darstellt. Sie seien nicht gegen den Zolli, sagen die Gegner. Das Vorhaben, als man die Menschen auf den Schutz vom Meer sensibilisieren will, sei richtig. Aber für das brauche es kein Ozeanium. Ich denke auch, die Begegnung mit dem Tier ist wesentlich. Die Begegnung mit dem Tier kann aber auch anders stattfinden. Ich muss nicht jedes Tier, das bedroht wird, schlussendlich auf Basel bringen, damit ich über diese Begegnung verstand, dass ich zu diesem Tier Sorge geben muss. Der Zolli ist in einer ungewohnten Situation. Abstimmungskampf ist nicht sein Kerngeschäft. Und gleich muss er das Projekt den Stimmbürgern schmackhaft machen. Darum ist er auch schon vor 4 Wochen in den Ring gestiegen und hat an einem ersten Medienanlass erklärt, dass sich der Zolli weiterentwickeln muss, wenn er seinem Bildungsauftrag gerecht werden will. Wir haben eine zoopädagogische Abteilung, Leute, die sich wirklich nur der Bildung und Vermittlung widmen. Wir haben 50'000 Schüler, die zu uns kommen, 2000 Klassen. Wir haben Projektwochen. Das ist unser Kerngeschäft im heutigen Zolli. Im Zolli hat es schon ein Aquarium oder Vivarium, wie das zu Basel heisst. Dort zeigt der Zolli vor allem Fische, die in Küstennähe leben, sowie Süsswasserfisch. Im Ozeanium wird es um die Tiefsee gehen und ums Leben in den Korallenriffen. Für das müsse der Zolli aber Fische aus der ganzen Welt importieren, weil er sie nicht selber alle züchten können, sagen die Gegner. Und auf dem Transport würden bis zu 80% der Fische sterben und der Zolli könne den Transportweg erst von einem bestimmten Moment an überwachen. Aber alles, was vorher passiert, hat nicht einmal der Exporteur im Griff. Also das heisst, dort bewegen wir uns in einer Blackbox. Und ich bin überzeugt, dass auch der Zolli nicht von A bis Z alles unter Kontrolle haben. Es ist zu komplex. Der Olivier Pagan sagt, die Gegner würden mit dieser Argumentation den Handel mit Zierfisch und den Handel von zoologischen Gärten in einen Topf rühren. Für die Zoos gelten aber andere Regeln, darum gäbe es beim Transport auch noch selten Probleme. Sie müssen sich vorstellen, dass so ein Transport 2 Parteien beinhalten tut. Die Person, die es für uns fängt, das Tier, und einpackt und dann transportieren tut. Und wir packen es dann aus. Es gibt keine Zwischenstation oder x Zwischenstationen, wie sehr häufig gesagt wird, für professionelle Aquarien, wie wir das sind. Seit Jahren kennen wir unsere Lieferanten und der Weg ist ein direkter. Der Basler Zolli wird zum ersten Mal seit langem über seine bisherigen Grenzen hinauswachsen. Das Projekt will er mit eigenen Mitteln und mit Spenden finanzieren, sofern er am 19. Mai grünes Licht bekommt.